Steuernachzahlungen und Steuervorauszahlungen, ja, teure Missverständnisse. Darum geht es in diesem Video. Ich hatte ja vor 3 Wochen, glaube ich, schon mal ein Video veröffentlicht über das Thema Steuernachzahlung und Steuervorauszahlungen. Und heute soll das hier noch ein Nachtrag mit einem konkreten Fall aus der Praxis sein, der ganz schön teuer werden kann. Bleiben Sie dran, wir sehen uns gleich. Ich habe heute mal wieder 2 konkrete Beispiele aus der Praxis. Einmal von einem Rentner-Ehepaar und einmal von einem Arbeitnehmer-Ehepaar. Ja, die Rentner, die hatte ich ja schon erwähnt, die werden immer mehr zur Kasse gebeten und müssen in der Regel nachzahlen, wenn die Rente entsprechend ist und über dem Grundfreibetrag liegt. So ist es passiert, dass ein Rentner-Ehepaar eine Nachzahlung leisten musste von über 800 € und jetzt im September und gleichzeitig aber schon zum 10. September und 10. Dezember 2020 eine Vorauszahlung festgesetzt bekommen hat. Ja. Das Rentner-Ehepaar war zur Reha gewesen und ahnte nichts Böses. Diese 800 und ein bisschen Euro Nachzahlung wurden pünktlich überwiesen, aber auf die Vorauszahlungen wurde nicht geachtet. Jetzt kommt die Erinnerung, Mahnung mit Gebühren natürlich vom Finanzamt. Da auf einmal wurden sie ganz hellhörig und sagten zu mir, naja, ich habe doch alles überwiesen. So, da musste ich erstmal erklären, die Nachzahlung, diese 800 und ein bisschen, war für das Jahr 2019. Und damit ist das Jahr 2019 erledigt gewesen. Aber was nicht beachtet wurde, waren die Vorauszahlungen für das Jahr 2020, was wir jetzt haben. Und die Steuererklärung für 2020, die machen wir ja erst im Jahr 2021. Aber die Vorauszahlungen, die in diesem Jahr geleistet werden, werden natürlich im nächsten Jahr auf die Steuerschuld angerechnet. Das haben die aber gar nicht so gesehen und haben das einfach, ja, ich sag mal, übersehen, ignoriert. So, was passierte? Schon für den ersten Monat 7,50 € Nachzahlungszinsen. So, jetzt sind sie von der Kur zurückgekommen und können gleich bezahlen. Wäre das noch ein Monat später, also für jeden Monat wird es, also für jeden angefangenen Monat wird es berechnet, das hatte ich ja im letzten Video schon erklärt, dann wären es schon 15 €. Also das kann schon ganz schön teuer werden, je nachdem wie hoch die Vorauszahlung festgesetzt ist. Also das ist für viele nicht leicht zu verstehen, dass auf der einen Seite eine Nachzahlung für das vergangene Jahr festgesetzt wurde, aber gleichzeitig auch für das laufende Jahr Vorauszahlungen zu leisten sind. Das verstehen viele nicht und es ist auch ja nicht so einfach zu erklären und zu verstehen. Jedenfalls, dieses Rentner-Ehepaar hat das jetzt verstanden und deswegen sage ich immer, erteilt ein SEPA-Lastschriftmandat, liebe Kunden, dann kann nichts passieren, dann werden keine Säumniszuschläge, Verspätungszinsen, nichts festgesetzt. Ja? Wenn man jetzt selber die Kontrolle behalten will, ist das ja auch in Ordnung. Aber ich habe über, ja, eigentlich ja 2 Jahrzehnte, kann man sagen, sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem SEPA-Lastschriftmandat mit dem Finanzamt gemacht. Es geht wirklich alles korrekt, man braucht da keine Angst zu haben. Ja, der zweite Fall war ein Arbeitnehmer-Ehepaar, Steuerklasse 3 und 5. Sie haben pünktlich ihre Steuererklärung zum 31.07. abgegeben und mussten eine kleine Nachzahlung leisten. Gleichzeitig sind natürlich die Vorauszahlungen fällig. Und die Vorauszahlungen, die wurden schon im Steuerbescheid für 2018 festgesetzt. Und ich hatte ja erklärt, dass da steht, für zum Beispiel für 2020 und folgende Jahre oder für 2020, 2021 werden die und die Vorauszahlungen festgesetzt. Das steht aber meistens erst auf Seite 2 oder noch weiter hinten. Und viele gucken nur im Steuerbescheid auf Seite 1, sehen, aha, ich muss Summe X nachzahlen, blättern nicht um und haben ja die Nachzahlungen, die Vorauszahlungen nicht mehr im Kopf. Das kann eben genauso teuer werden wie bei dem Rentner-Ehepaar. Es ist immer abhängig von der Höhe des Einkommens, von der Steuerschuld. Wie hoch ist die Steuerschuld? Ne? Je höher die Vorauszahlungen, umso höher können sich natürlich diese Säumniszuschläge und Verspätungszinsen summieren. Ja, auch dem Arbeitnehmer-Ehepaar habe ich erklärt,
auf der einen Seite die Nachzahlung für das vergangene Jahr und dann aber gleichzeitig parallel dazu diese Vorauszahlungen immer zum 10. im letzten Monat des Quartals, also 10. März, 10. Juni, 10. September, 10. Dezember. Und manchmal kann das natürlich auch sein, dass man gerade den Steuerbescheid dann bekommt, wenn die Vorauszahlung für das laufende Jahr schon fällig ist, dann wird es natürlich doppelt schmerzhaft. Ja? Man zahlt dann einmal die Nachzahlung, zum Beispiel jetzt für 2019 und gleichzeitig die Vorauszahlung für 2020. Ja, also ich möchte Sie nur davor bewahren, dass Sie nicht diesen teuren Fehler machen, dass Sie sich wirklich Seite 1, Seite 2, am besten jede Seite vom Steuerbescheid anschauen und ruhig auch mal lesen, was in den Erläuterungen steht. Wenn Sie auch nicht alles verstehen, so kriegen Sie aber so langsam ein Gefühl dafür. Lesen Sie sich jeden Steuerbescheid durch und achten Sie darauf, Nachzahlung und Vorauszahlung. Damit Sie konkrete Vorstellungen haben, blende ich Ihnen mal 2 Beispiele ein. Bei dem einen Steuerbescheid stehen sowohl Nachzahlung als auch Vorauszahlungen auf Seite 1. Das kann man eigentlich nicht überlesen, aber es passiert dennoch. Bei dem zweiten Beispiel steht die Nachzahlung auf Seite 1 und die Vorauszahlungen auf Seite 2 oben. Ja, und da ist eben dieser teure Fehler, den viele machen. Die blättern die Seite nicht um, schauen nur auf Seite 1 und heften den Steuerbescheid ab. Damit Ihnen das nicht auch passiert, weise ich Sie extra hier in diesem Video. Ja, das war es im Prinzip in dem relativ kurzen Video als Nachtrag zu dem Video, was ich vor 3 Wochen hochgeladen habe. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren oder Anregungen, Beispiele, was Sie wissen möchten. Ich werde Ihnen weiterhelfen. Sichern Sie sich auch hier unter diesem Video meinen kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, Jutta Martin.